Ja, vielen Dank an UBS und Fondation Bayerler. Wie wir immer sagen, Fondation Bayerler und UBS ist 1 plus 1 ist 11. Und danke an Oliver Zimmer für die Einführung und wie immer an Sam Keller und of course die Teams von Bayerler und UBS. Und vor allem natürlich Dank an Carsten Höller, dass Carsten heute hier ist absolut großartig. Und vor allem auch Dank an Carsten für mittlerweile 33 Jahre Freundschaft. Wir sind uns genau diesen Monat vor 33 Jahren zum ersten Mal in Hamburg begegnet. Aber bevor wir mit all dem beginnen, dachte ich, wäre es schön, wenn wir vielleicht alle Carsten Höller ein ganz warmes Willkommen geben. Und Carsten, ich dachte, wir wollten ja heute das Gespräch auf deinen Wunsch weniger über Ausstellungen machen, aber mehr über Experimente. Und du hast ja hier in der Fondation Bayerler diesen Sommer als Teil der Sommerausstellung ein wirklich sehr groß angelegtes Experiment gemacht. Und wir wollen das ein bisschen noch einmal wieder besuchen, aber auch situieren in vielen anderen Experimenten, die du gemacht hast, die vielleicht auch weniger bekannt sind, weil deine Ausstellungen sind sehr bekannt, aber viele dieser hochspannenden Experimente sind ein bisschen weniger bekannt. Deshalb hoffen wir, dass das für Sie alle spannend ist, von Carsten über diese Experimente mehr zu erfahren. Aber bevor wir damit beginnen, wollte ich dich fragen ein bisschen über die Anfänge, weil wir sind uns ja begegnet zum ersten Mal vor 33 Jahren in Hamburg. Da hast du damals noch in Kiel gelebt und warst noch Wissenschaftler. Du warst Phytopathologist, also Phytopathologe. Genau, und das hat zu tun mit Pflanzen. Also du warst wie du mir damals sagtest, eigentlich ein Pflanzendoktor und Wissenschaftler. Aber du hast ja von Anfang an immer diese Doppelaktivität im Auge behalten. Du wolltest immer auch in die Kunst gehen. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das alles begonnen hat und was dann irgendwie in den 90er Jahren mit diesem Übergang passiert ist? Also ich finde, man sollte dir auch danken, dass du hier bist heute Abend. Und wie gesagt, wir kennen uns schon 31 Jahre, 1991, stimmt das? Ja. 33 Jahre. 33 Jahre. 33 Jahre. Hans-Ulrich hat mir, wie hast du mich damals erreicht? Über Brief? Es war ein Gerücht, dass es eben diesen fantastischen Wissenschaftler, Künstler gibt in Kiel. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, wir haben uns gesehen, wir haben einen Atelierbesuch gemacht zusammen bei WIPGE 7. Und so hat das alles angefangen. Jetzt habe ich die Frage schon vergessen, Entschuldigung. Was war das? Ja, wie du von der Wissenschaft in die Kunst gekommen bist, weil du ja immer auch in der Kunst warst. Also diese Frage habe ich ungefähr schon 150 Mal gehört. Und jedes Mal, ich mag ja gerne Spiele. Und ich versuche dann jedes Mal etwas anderes zu antworten. Aber in diesem Falle sollte ich vielleicht, angesichts der Tatsache, dass jetzt hier so viele ernsthafte Blicke auf mich gerichtet sind, versuchen, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Es ist einfach so, ich habe immer zwei Herzen in meiner Brust gehabt, die gleichzeitig schlagen. Auf der einen Seite bin ich sehr naturinteressiert und dieses Naturinteresse hat sich dann wissenschaftlich geäußert. Und auf der anderen Seite bin ich sehr kunstinteressiert. Und wir haben ja auch gemeinsam den Versuch gemacht, Kunst und Wissenschaft einander nahe zu bringen. Du erinnerst dich an diese Versuche in Jülich und in Kitakyushu in Japan, wo es darum ging, Kunst und Wissenschaft, dass es da einen großen gemeinsamen Überlappungsbereich gibt und dass man diese beiden Bereiche ja auch zusammenbringen könnte. Ich habe dir immer gesagt, das geht nicht. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Der Wissenschaftler sieht die Welt auf eine bestimmte Art und Weise und der Künstler sieht sie auf eine andere Art und Weise. Und vor allem geht es da um die Vernunft. Also der Wissenschaftler ist vernünftig. Das ist jemand, der arbeitet mit einem System. Das System ist in sich ein geschlossenes, logisches, vernünftiges System und versucht mit dieser Methodik etwas herauszufinden, was dann in den allermeisten Fällen, wenn wir jetzt zum Beispiel Quantenphysik und sowas rauslassen, wiederholbar sein muss. Also der Grundgedanke ist eigentlich der, dass man sagt, da gibt es den schönen, auf Lateinisch sagen die Wissenschaftler ceteris paribus, also dass unter gleichen Bedingungen das bestimmte Experiment, was man gerade durchgeführt hat, an einem anderen Ort in der Welt unter eben diesen gleichen Bedingungen ungefähr das gleiche Ergebnis bringen müsste. Und das ist Wissenschaft. Das ist eigentlich der Kerngedanke von Wissenschaft, dass es eine Wiederholbarkeit gibt.
dass es eine Wiederholbarkeit gibt, die man, also dass die Wahrheit, der Wahrheitsgedanke liegt in dieser Idee, dass man das wiederholen kann. Und das gilt überhaupt nicht für die Kunst. Also das brauche ich ja nicht weiter zu erläutern. Deswegen sind hier zwei verschiedene Grundeinheiten, die haben meines Erachtens überhaupt nichts miteinander zu tun. Und der Versuch, sie zusammenzubringen, ist dann auch, glaube ich, beide Male kläglich gescheitert. Ja, wir müssen vielleicht trotzdem auch noch die Geschichte erzählen, wie es dann dazu kam. Wir waren in KFA Jülich, dem großen Wissenschaftszentrum. Die hatten uns eingeladen, einen Kunst- und Wissenschaftskongress zu machen. Und es sind alle angereist. Ja, und es gab alles, was man hat zur Hauptbanner-Konferenz, die Namensschilder, all das. Alle haben ins Hotel eingecheckt. Und Carsten, du hattest diese großartige Idee, eine Stunde bevor der Konferenz, dass wir die absagen. Alle waren natürlich schon da und dass wir einfach eine Kaffeepause machen. Und es ist erstaunlich, wie viel dabei entstanden ist. Es sind wirklich neue Konstellationen entstanden. Es gab, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben den Künstlern und Künstlerinnen ihre Labors gezeigt. Also insofern war es kein Scheitern, es war eine Verschiebung. Aber was auch total, denke ich mir, spannend ist, dass ganz am Anfang, so um 87, du eine Erfahrung gemacht hast mit Kunst, die sehr ungewöhnlich war und die, glaube ich, auch sehr prägend war für dich und die auch heute wieder von großer Aktualität ist, sowohl für deine Arbeit wegen dem Double Club, aber natürlich auch in der Welt, weil das jetzt tourt und wieder zum Leben erweckt wurde. Und Sie haben ja sicher alle gehört von diesem Luna Luna Projekt. Das hat eben in den 80er Jahren André Heller gemacht und das war eigentlich eine wirklich sehr innovative Gruppenausstellung, wo Künstler, Künstlerinnen von Keith Haring und Basquiat bis zu Basel jetzt irgendwie Werke geschaffen haben, die eigentlich einen Vergnügungspark darstellen. Das war quasi eine interaktive Ausstellung und es gibt ja jetzt ein neues Leben für dieses Projekt. Das wurde in Los Angeles wieder erweckt und Drake hat das, der Musiker Drake hat das irgendwie aufgekauft und zu einem neuen Leben irgendwie gebracht und ist jetzt gerade in New York gelandet, in der Shade. Und du hast das Original, ich habe das damals nicht gesehen, aber du hast 87 die Originalversion gesehen in Hamburg, diese Environments und bist auch mit diesem Ferris Wheel von Basquiat gefahren. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, weil das war, glaube ich, schon entscheidend. Ja, auf eine gewisse Art und Weise offensichtlich schon, wenn man so im Nachhinein sieht, was ich da alles noch gemacht habe, was in diese Richtung geht. Aber jetzt könnten wir vielleicht Matthias, wir haben nämlich eine Besonderheit heute Abend. Ich mag das nicht, wenn Künstler sitzen vor ihren Arbeiten und sagen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Ich finde das so schrecklich. Das habe ich ein paar Mal gesehen und dann habe ich ich habe die Künstler für die ich eine große Anerkennung hatte, die habe ich nach diesem Künstlergespräch verloren. Eine Ausnahme, Dan Graham, by the way, der hat das irgendwie wunderbar hingekriegt. Aber die anderen, das macht die ganze Sache klein, wenn man davor steht und sagt, das und das. Können wir googeln, Luna Luna Hamburg 1987. Also wir haben jetzt keinen richtigen Plan, wie wir vorgehen. Hans Horich ist immer fantastisch vorbereitet, aber wir wollen das natürlich auch das Ganze sich entwickeln lassen. Und deswegen, wenn wir ein Bildmaterial brauchen, wie in diesem Fall, versuchen wir es einfach schnell zu googeln. Und genau, da sind wir schon. Perfekt. So einfach ist das nämlich. Moment, das war nicht. Die Sache war in Hamburg war auf einer Wiese in einem Park, dem jetzt der Name entfallen ist ja auch schon 1987 gewesen, unten links, oben links, das ist alles richtig, oben rechts auch, war ein Vergnügungspark aufgebaut worden, wo die einzelnen Instrumente oder, wie sagt man das, die Bestandteile dieses Vergnügungsparks von Künstlern entworfen worden sind. Das fing an mit Sonia Delaunay, die hat das große Tor gemacht, durch das man hindurchging. Und dann war eben ein Riesenrad von, wir brauchen jetzt nicht da unter, wir können es jetzt mal so stehen lassen einfach, ein Riesenrad von Basquiat. Wo ist das denn jetzt hin? Das sieht man, das war nämlich überhaupt nicht so riesig. Die hatten gar nicht so viel Geld und das war eigentlich eine ziemliche Enttäuschung, dieses Riesen. Das hatte so 6 Gondeln, glaube ich, oder 8 Gondeln, Doppelsitzer. Und das ging so relativ so mehr was für Kinder eigentlich. Aber der hatte das entsprechend bemalt und das war natürlich schon eine tolle Sache, dass man da in diesem Gemälde eigentlich sitzen konnte und das drehte sich dann so in diesem Riesenrad
Das habe ich gemocht. Was ich nicht mochte, war Keith Haring, das sieht man da in der Mitte, aber das war mir dann einfach dann doch zu doof. Das war so ein kleines Kinderkarussell, was von oben bis unten bemalt war. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Aber bei den anderen Sachen, ich fand es geht hier nicht darum, dass man jetzt hier den gleichen Kick bekommt wie bei einem Vergnügungspark. Es ging wirklich darum, dass man sieht, wie zwei im Prinzip, sage ich mal, sich voneinander deutlich abgrenzende Grundgesamtheiten, um dieses schöne Wort nochmal zu benutzen, wie die sich dann trotzdem vereinen lassen, nämlich Kunst und Vergnügen. Und das ist ja was normalerweise gar nicht so richtig zusammengehört. Im Gegenteil, das war ein interessanter Versuch. André Heller, der österreichische Impresario, hat das Ganze ins Leben gerufen. Und die Idee war eben, dass das jetzt weitergehen sollte durch die ganze Welt und tingeln. Und das war wirklich für mich eine großartige Erfahrung, muss ich sagen, weil ich da wirklich gesehen habe, dass sowas möglich ist. Mich haben immer Kunstwerke oder auch Ausstellungen oder in diesem Fall ein Vergnügungspark interessiert, wo ich gedacht habe, das geht also auch. Also das geht weit hinaus über die Ausstellung eines Objekts, eines gemalten oder eines skulpturalen Objekts in einem Ausstellungsraum. Das ist schon eine Art von Experiment. Und das war wunderbar. Das funktionierte eben für alle auch. Waren ja auch Kinder da und Leute, die mit Kunst weiter nichts zu tun haben, die sich dann über diesen Vergnügungsaspekt auch direkt mit den Sachen beschäftigen konnten. Aber das Beste war, was ich eben gesagt habe, dass man eben in dem Kunstwerk drin sein konnte. Also man wurde Teil des Basquiat sozusagen, indem man da saß und eben von anderen Leuten betrachtet wurde. Also das war schon ziemlich essentiell. Und dann eben, um noch mal das zu Ende zu führen, dann wurde das, könnte man lange darüber sprechen, aber diese ganzen Objekte sind verschwunden, sind dann wieder aufgetaucht in Texas in irgendwelchen Containern. Das wurde dann gekauft von einer Gruppe, die von Drake gesponsert wurde, und das war seine Idee. Und das wurde dann in Los Angeles wieder aufgebaut. Und da hatte ich dann die Gelegenheit, dort gewissermaßen mitzuwirken. Eigentlich sollte eine zeitgenössische Version von Luna Luna ins Leben gerufen werden. Und da haben wir auch mit angefangen. Das ist dann aber aus verschiedenen Gründen vertagt worden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch zur Diskussion steht. Aber wir haben einen Double Club gemacht, nebenan. Weil das Problem war, dass diese Sachen in Hamburg, wie man sieht, da sind eben auch Leute und es war also eine Wiese draußen, da war viel los. Jetzt sieht man es auf den Bildern, sind nicht so viele Leute, aber das müsst ihr mir einfach glauben. Da war also durchaus einiges los. Und in Los Angeles, wo dann diese Objekte wieder gezeigt wurden, waren sie auf einmal Ausstellungsobjekte. Man durfte sie nicht anfassen, man durfte da nicht reingehen. In den Dalí durfte man reingehen, das habe ich nicht genau verstanden, warum. Aber die meisten Sachen durfte man nicht berühren, weil die waren natürlich inzwischen wahnsinnig wertvoll. Und dann haben wir eine Art von anderem Double Club gemacht, können wir sehen, ob wir das auch finden. Wenn man jetzt mal meinen Namen eingibt und Double Club Los Angeles, dann kommt dann ich sage jetzt mal, ein Zusatz von mir dazu. In der Halle nebenan, also in der Halle neben dieser Luna Luna, wo die Ausstellung gezeigt wurde, haben wir einen Double Club errichtet. Genau, da zum Beispiel rechts, das Bild da, das ist richtig. Wo ich dann, jetzt gibt es aber dann noch auch bessere Bilder. Das Ganze ist eine große Landschaft gebaut worden, die hatte einige Karusselle da drin auch. Und die Landschaft bestand aus einem Teilungsprinzip, die war in der Mitte geteilt und dann die Mitte war wieder geteilt und war wieder geteilt und wieder geteilt und bei jeder Teilung wurde es dann doppelt so hoch. Und diese Landschaft haben wir benutzt für 2 Abende mit fantastischen Musikern, die dort gespielt haben. Alles, also der erste Abend war mehr Underground-Musiker, der zweite Abend war alles hin bis zu Lil Wayne und also es war ein absolut fantastisches. Und vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was sagen zu diesem Konzept des Double Clubs, weil das hat ja hier nicht zum ersten Mal stattgefunden. Das ist etwas, was du immer wieder besuchst. Du hast das begonnen, Zusammenarbeit mit Prada in verschiedenen Städten. Ich erinnere mich an London,
in Miami auch. Und du hast mir mal erklärt, dass es eigentlich bei dem Double Club um diese 2 Punkte geht. Es geht um das Springen zwischen 2 Punkten, wie oft in deiner Arbeit. Also ein Back and Forth, wie würde man das auf Deutsch nennen? Ein Hin und Her zwischen 2 Punkten. Und dass da irgendwie eine dritte Form irgendwie dabei entsteht, durch dieses Hin und Her zwischen 2 Punkten. Eine dritte Form, die sich bewegt, die vielleicht auch eine Illusion ist, währenddem eben die 2 anderen Formen sind fixiert. Ja, was soll man da am besten zu sagen? Mich interessiert die Idee, dass wir befinden uns jetzt alle hier und haben das Gefühl, wir wissen jetzt, dass wir wirklich hier sind, in diesem Raum, und dass ihr jetzt hier sitzt und dem zuhört, was ich gerade sage. Aber es könnte natürlich auch alles ganz anders sein, und das wissen wir auch. Nur den Zugang zu diesem ganz Anderssein, den haben wir nicht, weil wir eine Art von Ausrichtung haben oder auch Ausrüstung, kann man sagen. Ausrichtung vielleicht eher kulturell, Ausrüstung vielleicht eher biologisch, die uns dazu führt, dass wir jetzt denken, so ist das. Dieser Idee, dass es aber doch etwas ganz anderes sein könnte, nicht nur aus dem Betrachtungswinkel heraus, sondern auch an sich. Und zwar sowas von an sich, dass es das Undenkbare ist, das hat mich immer wahnsinnig interessiert. Also ich denke, dass unser Denken bis zu einem bestimmten Bereich geht und dass wir das auch wirklich sehr gut instrumentalisiert haben, dass wir sehr viel erreicht haben mit unserem Denken in unserer kulturellen Evolution, dass wir ziemlich weit gekommen sind mit vielen Dingen, und ich glaube, da kommen wir auch nochmal darauf zurück, wenn wir vielleicht über Zweifel sprechen, aber dass es dann auch noch dieses andere gibt, was das Undenkbare ist, was wir oft vergessen, weil wir können ja nur uns in unserem Denken befinden, dass es da die Möglichkeit gibt, dorthin zu kommen und zu sagen, ich sehe jetzt, dass da was ist, aber ich kann es natürlich nicht wissen, was es ist. Das finde ich, also ein bisschen schwer darüber zu sprechen, ich bin auch kein Philosoph, aber das ist etwas, was ich unglaublich interessant finde. Und deswegen ein ganz einfacher Ansatz, um dahin zu kommen, ist vielleicht das Doppelte, also die doppelte Gleichzeitigkeit von 2 Dingen. Also das Teilungsprinzip hat mich zum Beispiel immer interessiert, wenn man etwas in 2 teilt und dann vielleicht nochmal in 2 und nochmal in 2 und nochmal in 2, weil man dann sich durch die ewige Teilung in die Unendlichkeit verliert. Und in der Unendlichkeit ist dann auf einmal nichts mehr da oder es ist alles da, und das ist dann schon das Undenkbare. Also so einfach kann es sein, wenn man als Künstler sich mit solchen schwierigen Themen beschäftigt. Aber ich habe dann des Öfteren Double Clubs gemacht, also eigentlich nur 3 Stück, so oft war das gar nicht. Der erste war in London und das war, den sieht man hier bestimmt auch, genau, den sieht man da oben. Und das war ein Lokal, das bestand aus einer Bar, einer großen, das, was man da auf dem Bild sieht. Und dann rechts davon war ein Restaurant und links davon war eine Diskothek. Und die Idee war, dass wir diesen Ort gewissermaßen zerschneiden, also als würde man so eine Art von dreidimensionaler Collage machen. Und dass man reinkommt in den Raum, dass der Raum aus 2 vollkommen unterschiedlichen ästhetischen Einheiten besteht. In diesem Fall habe ich jetzt gesagt, die westliche Welt und der Kongo. Und diese Schnitten, die man da sieht, oder diese Linien, das sind dann also Linien, die wir durchgeführt haben durch den ganzen Raum, inklusive Decke, Boden, Wände, alles, sodass dann ein Teil aussieht wie im Kongo, ein Teil wie im Westen, ein Teil wie im Kongo, ein Teil wie im Westen. Und dass man dadurch, dass man sich in einem solchen doppelten Raum befindet, man dieses Gefühl von der Einheitlichkeit, was wir vielleicht jetzt gerade hier haben, alle verliert. Und dadurch auf einmal der Boden unter den Füßen auch ein bisschen weg ist und sich da Zustände ergeben, die vielleicht jetzt nicht von mir unbedingt vorgegeben sind, sondern die einfach nur ein Resultat sind von dieser Installation. Das Restaurant haben wir gemacht wie so ein Schachbrett, also dreidimensional, ein kongolesischer Tisch und ein westlicher Tisch. Und die Diskothek war ein recht schwarzer Raum, wo eine Teilung in der Mitte war, eine Linie, die ging quer durch den Raum. Und wir hatten eine Tanzfläche, die sich langsam drehte, die war in der Mitte von dem Raum angeordnet. Und
der oder die DJ, die auf der Tanzfläche war, weil die DJ, also die Booth, wie sagt man das auf Deutsch, die Vorrichtung. Stand oder so? Der Stand, genau, Stand ist ein gutes Wort. Der Stand drehte sich dann mit der Tanzfläche und wenn der DJ in der westlichen Hälfte war, wurde westliche Musik gespielt und in der kongolesischen Hälfte kongolesische Musik. Und das war natürlich nicht nur verwirrend, sondern auch ziemlich schrecklich für alle, weil die waren dann gerade in der richtigen Stimmung und dann kam wieder diese andere Musik. Und am meisten haben es die DJs gehasst, sodass wir gesagt haben, okay, wir machen das nur mittwochs. Und dann hatten wir donnerstags, freitags, Samstag auch geöffnet. Und dann freitags hatten wir zum Beispiel immer westliche Musiker, die aufgetreten sind in dem Raum und samstags immer kongolesische Gruppen. Mich hat diese Idee interessiert, dass man zwei vollkommen unterschiedliche kulturelle Identitäten nicht vermischt, weil das war ja wirklich der Versuch, das zu vermeiden, die Vermischung, sondern so kollagiert, richtig, das ist vielleicht das richtige Wort, und einfach sehen, was dabei rauskommt. Wie als würde ich jetzt mit dir sprechen und ich würde hinter dir einen vollkommen anderen Hintergrund sehen, als du hinter mir. Was passiert dann mit uns? Deshalb sagtest du einmal, ich fragte dich, je est un autre, und du sagtest, je sens deux. Und wir gehen jetzt von zwei zu Zweifel, weil Baldo Hauser, großer Experte zu Carsten Höllers Arbeit, ich empfehle immer sehr Baldo Hausers Texte, wenn man sich auf Carstens Arbeit... Er ist großartig. Ja, das sind ja auch deine Lieblingstexte, oder? Ja, absolut. Forever Baldo Hauser. Und Baldo Hauser sagt ja, dass nebst diesem also nebst diesem Doppelten in deinem Werk, der Zweifel so eine große Rolle spielt. Und der Zweifel bringt uns ja auch nach Belgien. Wir haben mit Barbara van der Linden in den 90er Jahren, also Ende 90er Jahre, eine Ausstellung gemacht, Laboratorium. Das war ganz ähnlich eigentlich wie das Experiment hier mit der Sommerausstellung dieses Jahr. Eine Ausstellung, die eigentlich alle Parameter der Ausstellung hinterfragt hat. Und es ging eben um 99 damals parallel zu einer Van Dyck-Ausstellung in Antwerpen, um eine Ausstellung, die das Labor des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin und gleichzeitig Künstlerin Ateliers sich angeguckt hat und Orte eben, wo Wissen entsteht. Und du hast da eine sehr spezielle, wirklich großartige Arbeit beigetragen. Und zwar war das eine Arbeit zum Zweifel, es war ein Labor des Zweifels. Und du hast ja oft auch Fahrzeuge eingesetzt. Das war in diesem Sinne nicht ein stabiles oder stationäres Labor, sondern es hat sich eben bewegt auf Rädern. Kannst du uns ein bisschen was sagen? Das ist ja eine Arbeit, die auch relativ wenig bekannt ist. Es gibt viele Gerüchte dazu. Du hast wirklich den Zweifel nach Antwerpen getragen. Du bist durch alle Quartiere der Stadt gefahren mit einem Megafon und hast da den Zweifel verbreitet. Ja, das habe ich zumindest gedacht, dass ich das tun würde. Aber das war mein Auto. Ich hatte da so einen Mercedes, ich weiß gar nicht, wie das Modell heißt, aber mein Freund Marcel hat es einen Metzgerwagen genannt, also diese Kombis da. Den hatte ich sowieso. Und dann haben wir da oben auf dem Dach Lautsprecher angebracht und innen Mikrofon. Und dann habe ich so Sticker gehabt auf den Seiten, wo Laboratorium des Zweifels drauf stand, auf Französisch, Holländisch und ich glaube auf Englisch. Ich glaube nicht, dass man das finden kann. Wo ist Matthias? Du kannst ja mal gucken. Laboratorium des Zweifels, Laboratory Antwerpen, of Doubt, vielleicht ist es 1999, ist ein bisschen lange her. Und dann, die Idee war, dass man mit dem Wagen durch die Stadt fährt und eben das Mikrofon hat und dann Zweifel sät. Aber mir ist einfach nicht richtig eingefallen, wie ich diese Zweifel hätte säen sollen. Und bin mit dem Auto darum gefahren und es kamen keine richtigen Zweifelsäkonstellationen auf. Bis ich dann aber zu einem Platz kam, und da gibt es jetzt auch einen Film, einen kleinen Film dazu, den wir so wirklich aus dem Handgelenk gefilmt haben. Das war ein Platz, ist unglaublich, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, in Antwerpen, wo also eine Art von Kreisverkehr, nur dass da überhaupt nichts in der Mitte war. Das war total offen, Kopfsteinpflaster. Und auf diesen Platz kamen vielleicht 6, 7 Straßen von allen Richtungen.
Und ich bin dann einfach am Ende mit dem Auto immer im Kreis rumgefahren auf diesem Platz. Und jedes Mal, wenn jemand reinkam auf den Platz von einem und wollte irgendwo hin, dann habe ich den Vortritt gelassen. Weil ich wusste ja gar nicht, wo ich hin wollte. So, aber die anderen wussten es natürlich. Und dann ist aber was passiert mit dem Auto. Da ist es ja, genau. Das ist zwar kein tolles Bild, aber da sieht man zumindest, welche Art von Auto das ist. Und dann wurden aber eines Nachts die Reifen geklaut und das Auto stand dann ohne Reifen auf Ziegelsteinen aufgebockt am Straßenrand und sah etwas verloren aus. Und das Zweifelsexperiment geht ja weiter. Ich habe gesehen, vor ein paar Wochen in Venedig, im Palazzo Diedo, hast du für dieses Projekt von Nikolaus Berggruen Zweifelstreppen erzeugt. Das sind die Doubt Staircases. Ja, das ist eine Treppe, die ist 5 Grad geneigt. Das ist eine Spiraltreppe. Da sieht man auf Bildern gar nichts, da können wir jetzt eigentlich schenken, die Bilder, weil das ist also ein Palast, wie es hier in Venedig ja zuhauf gibt, und diesem Palast fehlte eine Treppe. Und dann haben die mich gefragt, ob ich diese Treppe machen wollte. Da habe ich gesagt, mache ich gerne. Und was man eben, das ist jetzt eine Spiraltreppe, die auch sehr so elegant, ach, da ist ja, sehr elegant ist. Aber diese Spiraltreppe ist 5 Grad geneigt. Alles ist 5 Grad geneigt, bis auf die Stufen. Die Stufen sind gerade. 5 Grad ist nicht viel, das ist also ein ganz kleines bisschen nur. Aber auch die Wände, also das Oval, in dem sie sich befindet, ist 5 Grad geneigt. Der Blick aus dem Fenster wiederum ist dann natürlich nicht mehr 5 Grad geneigt, wobei in Venedig, wie man weiß, ist alles nicht so ganz gerade, sodass, was dabei herauskommt, ist, wenn man diese Treppe hoch und runter geht, dann man spürt das unglaublich deutlich, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, also dass man gewissermaßen aus seinem Synchronisationsfeld hinausgekommen ist, aber man weiß nicht ganz genau warum. Und deswegen heißt diese Treppe Zweifelstreppe auf Deutsch. Habe ich noch gar nicht so gesagt, aber so kann man sie ja nennen. Ein Experiment, über das wir heute Abend unbedingt reden wollten, und das liegt dir besonders am Herzen, ein Projekt, was auch viel zu wenig bekannt ist ein Projekt, was auch wirklich ein Gerücht wurde. Es ist bekannt als Gerücht, aber es wäre wunderbar von dir zu hören, wie es zu diesem Experiment kam. Auch wiederum in Belgien, kurz nach Laboratorium, hast du 2001 im Atomium dieses Baudouin-Experiment realisiert. Das Atomium, diese Struktur 1958 gebaut für die Weltausstellung. Und Baudouin war ja der König Belgiens von den frühen 60ern, glaube ich, bis in die 90er Jahre. Und es gab eben diese Unterbrechung. Ja, sehr schön, genau, die Unterbrechung. Da gibt es, also wir können vielleicht das, wenn ihr das Gebäude nicht kennt, das Atomium, das kann man sehen. Aber für dieses Experiment gibt es wirklich keine Bilder, weil es war auch verboten, Bilder davon zu machen. Wir haben die Zentralkugel des Atomiums gemietet. Das ist jetzt haben sie das so renoviert, dass es so glänzt und alles. Aber damals war das noch nicht so. Das Atomium wurde 1958 für die Weltausstellung in Brüssel in eine Art von Panikentschluss gewählt für die belgische Repräsentation, weil alles andere irgendwie wieder nicht geklappt hatte, wegen den Wallonen und den Flamen, die sich gestritten haben, wie immer. Und sie konnten sich nicht entscheiden. Und dann gab es aber einen Ingenieur, der gesagt hat, ich hätte da was. Und das ist eben dieses Gebäude. Und für mich, ich bin in Brüssel aufgewachsen, war das immer ein sehr wichtiges Gebäude. Wir haben also die Zentralkugel gemietet und haben diese Zentralkugel für 24 Stunden allen Leuten zur Verfügung gestellt. Also wir hatten eine Maximalgrenze von 100, wir waren, glaube ich, sogar 98, die aus ihrem gewöhnlichen Leben für 24 Stunden heraustreten wollten und gemeinsam mit anderen, die sie größtenteils vorher nicht kannten, nichts zu tun. Und das Ganze heißt Baudouin-Experiment, weil der belgische König Baudouin oder Baudouin, wie ihn die Flamen nennen, ein Dilemma hatte, ich weiß gar nicht mehr wann, das war in den 70er Jahren, denn in dieser Zeit wurde in Belgien die Abtreibung erlaubt und der König war ein streng katholischer Mann
Und seine Rolle war aber trotzdem die, dass jedes Mal, wenn das Parlament oder wenn überhaupt ein neues Gesetz ratifiziert wurde, musste er das pro forma unterschreiben. Da hat er gesagt, das kann ich jetzt nicht unterschreiben, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich will das nicht unterschreiben, was machen wir? Und die Belgier sind natürlich manchmal dann auch wirklich genial. Sie sind auf jeden Fall auf die Lösung gekommen, dass sie gesagt haben, der belgische König, es gab mal einen belgischen König, der ist verrückt geworden. Und seitdem gibt es im Passus von der belgischen Konstitution gibt es einen Passus, wo steht, falls der König verrückt wird, kann man ihn absetzen. Er wurde also für 24 Stunden für verrückt erklärt, wurde abgesetzt. Es gab einen Stellvertreterkönig, der ist gekommen, der hat es dann unterschrieben. Und danach war Baudouin wieder König und alles ging so weiter, wie es vorher gewesen war. Und ich dachte, was für eine geniale Idee. Das ist doch toll, dass man das so lösen kann durch Nichtstun. Und deswegen eben dieses Experiment, wo dann eben, wie gesagt, Fotos verboten waren, weil wir wollten das nicht, das war noch alles vor der Zeit, in der wir jetzt leben. Aber trotzdem, es gibt kein Bild davon, aber das war eine fantastische Sache, kann ich nicht anders sagen. Mit diesen Leuten zusammen diese Zeit zu verbringen, ohne etwas zu tun. Am Anfang dachte man, wie halte ich das jetzt hier aus die ganze Zeit? Aber dann wollten die gar nicht mehr gehen am Ende. Und das war wirklich, es war wie so eine Art von Reise. Und man guckt aus dem Fenster und das Einzige, was man sieht, ist, dass sich die Zeit verändert, im Sinne von, es wird leicht dunkel und dann wird es wieder hell und so. Aber man bewegt sich ja nicht weiter. Aber es war eindrücklich, mit den anderen zusammen in diesen 24 Stunden durch die Zeit zu reisen. Und das führt uns dann auch zu dem Gerücht irgendwie, weil diese Arbeit hat ja so viel mit Rumors zu tun. Wir haben ja mal zusammen eine Gruppenausstellung gemacht zu dem Thema des Gerüchtes. Und du hast dich ja immer für Gerüchte interessiert. Für dich sind ja Gerüchte Lebewesen, weil sie reproduzieren sich selbst. Und du interessierst dich besonders an diesen Wechselwirkungen der Gerüchte, Rumors. Ja, also Gerüchte sind natürlich sehr interessant. Ich fand immer, also es ist auch eine Art von Sport gewissermaßen, dass man ein Gerücht erfindet, was so gut ist, dass es sich selber verbreitet. Es ist ja wie eine Art von Lebewesen, wie du sagst. Es ist ein Mem, es verbreitet sich selbst wie ein Virus gewissermaßen. Es ist ansteckend, es geht herum. Und die Idee war immer, dass man ein so tolles Gerücht erfindet, dass es dann am Ende wieder zu einem selbst zurückkommt. Also das ist eins von diesen Spielen, auch in diesem Buch. Da muss man aber schon ziemlich dran arbeiten, das ist nicht so leicht. Und dann gibt es natürlich auch das Gerücht, was dann irgendwann Realität produziert. Du hast, während Jahren gab es dieses Gerücht, dass du ein Restaurant eröffnest und dann irgendwann ist das tatsächlich passiert. Und darüber wollten wir ja heute Abend auch sprechen, weil das ist auch ein Experiment, was wiederum eigentlich nicht eine Ausstellung ist, weil wir reden ja heute über Experimente, eigentlich, die außerhalb auch dieses Ausstellungs- und Museumsraums stattfinden. Und du hast hier ein Manifesto geschrieben, das Brutalist Kitchen Manifesto. Und ich denke mir, es ist besonders wichtig, darüber zu sprechen, heute in der Schweiz, weil Daniel Spörri ist ja gerade gestorben, mit dem ich immer lange Gespräche geführt habe, über seine unglaubliche Geschichte, über seine 7 Jahrzehnte in der Kunstwelt und natürlich er als irgendwie der Vater dieser ganzen Idee von Eat Art. Kannst du uns ein bisschen erzählen über die Spielregeln auch von diesem Brutalistischen? Es ist eigentlich auch ein Spiel. Das Ganze Du warst ja noch gar nicht da. Ja, ich war nicht im Restaurant, aber ich war ja bei deinem Essen jetzt in Paris, weil Ja, das stimmt. das Restaurant geht ja on the move, wie nennt man das? Dein Restaurant geht spazieren. Und so habe ich es erfahren in Paris, aber ich war noch nicht am permanenten Ort in Stockholm. Ja, also wir machen manchmal sogenannte Pop-ups von diesem Restaurant in anderen Städten. Und so haben wir auch angefangen. Also die Sache ist einfach die, ich bin eines Morgens aufgewacht, 2018, Frühjahr war es, weiß ich noch. Und manchmal ist das ja so, dass man morgens aufwacht und die Welt ist unglaublich klar. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, passiert auch nicht sehr oft, aber manchmal ist es halt so. Und in diesem Tag war mir unglaublich klar, dass diese Art und Weise, wie wir kochen, nicht grundsätzlich falsch ist, aber dass es da ein wesentliches Moment gibt, was einfach fehlt, nämlich die brutalistische Küche. Und da habe ich mich hingesetzt und habe dieses Manifest, also das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber ich habe es wirklich einfach so runtergeschrieben, in diesem Moment von Klarheit, bevor dann die Klarheit wieder verraucht und alles wird wieder nebulös und man weiß nicht mehr genau, was man tut und denkt, ich muss jetzt das machen, muss den anrufen und so. Aber das war davor.
Und das Manifest war da und dann habe ich mir das so angeguckt, dachte, was ist denn das jetzt eigentlich? Und das Manifest sagt, das sind 13 Punkte dann geworden, aber es sagt vor allem eine Sache. Und die Sache ist, dass man Gerichte zubereitet mit einem einzigen Produkt. Also nicht mal Zutat, weil Zutat ist ja mit anderen Zutaten, sondern mit einem einzigen Nahrungsmittelprodukt. Also kann was auch immer sein. Und dass man nur zufügen darf zu diesem einen Produkt Wasser und Salz. Und manchmal ist es einfach so, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt ist zum Beispiel keine Spargelsaison im Moment. Die kommt aber bald. Oder sagen wir mal, das dauert noch ein bisschen. Aber so bis zur Spargelsaison gibt es so eine Art von Verlangen nach Spargel, was sich in einem aufbaut, zumindest bei mir. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass der Spargel da ist, dann freue ich mich sehr auf den Spargel, aber ich will nicht, dass mein Spargel von einer Sauce Hollandaise total ertränkt wird. Das heißt, das habe ich dann festgestellt, das gefällt mir nicht. Ich möchte meinen Spargel wirklich, weil ich den so lange nicht gehabt habe, endlich möchte ich diesen Geschmack wieder haben. Und dann habe ich gesehen, dass ich, wenn ich dann wirklich selber dann Spargel koche, dann mache ich den so, dass ich den einfach nur so koche, dass er die richtige Härte hat, und dann esse ich den so. Und das finde ich sehr gut. So hat das ein bisschen angefangen. Dann habe ich das mit einem Freund, Chef, Koch in Schweden, habe ich dem das erzählt. Und dann habe ich gesehen, was das für eine Wirkung hatte auf den, weil der so auf einmal so, konnte gar nicht mehr richtig sprechen. Der war beschäftigt, daran zu denken, wie mache ich das denn jetzt? Weil das widerspricht ja gewissermaßen allem, was diese Köche die ganze Zeit tun. Nämlich, das sind ja die größten Mischer aller Zeiten. Die denken immer daran, dass sie unbedingt das und das miteinander verbinden müssen, um daraus etwas Großartigeres zu machen als das Produkt. Das kann doch nicht wahr sein. Also das verstehe ich ja alles, dass es das gibt und so. Aber es geht doch eigentlich um das Produkt. Und jetzt haben wir dann haben wir angefangen mit auch Pop-ups mit diesem Freund. Erstmal in Los Angeles, da war auch der Sam dabei. Und dann haben wir es einmal in Stockholm noch gemacht. Und dann kam die Pandemie und dann war Schluss mit den Pop-ups. Und dann wurde es ein Restaurant. Und das Restaurant gibt es jetzt. Und dort machen wir brutalistische Küche mit richtigen tollen Köchen, die das können. Und es geht jetzt nicht nur, dass man Spargel kocht, sondern hauptsächlich, wir arbeiten meistens so, dass wir ein Produkt in verschiedene Teile zerlegen und die verschiedenen Teile unterschiedlich zubereiten und dann wieder das Ganze zusammenfügen. Das ist eigentlich so, wie das hauptsächlich gemacht wird. Also zum Beispiel bei der Ente ist das relativ einfach, da gibt es alles, kann man die Innereien benutzen und so, kann man Soßen machen, das Fett. Aber beim Salat wird es echt schwierig, aber auch das geht. Jetzt hat dieses Restaurant eröffnet in Stockholm und du bist dann nach diesen ersten Testdinners, bist du ziemlich bald, sofort danach nach Cambridge gefahren, Massachusetts, und hast dich da mit Wissenschaftlern getroffen. Adam Horowitz und andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, und hast eine ganz andere Recherche nochmals weitergeführt. Und da geht es um Träume und da geht es um Schlaf. Und wir wollten hier ja über das Schlaflabor sprechen und über das Traumlabor sprechen. Es bringt uns dann auch hier zur Fondation Weiler. Es hat ja diesen Sommer hier stattgefunden und ist ein Experiment, was auch weitergeht. Kannst du uns erzählen, wie das mit dem Schlaf begonnen hat? Weil es gibt ja viele Dimensionen dieser Arbeit. Es ist eigentlich eine Arbeit, die uns in eine Traumsituation bringt, die wir eigentlich nur in der Kindheit erfahren. Es ist etwas, was nachher verschwindet. Wir haben den Google-Mann vergessen. Können wir trotzdem kurz das Matthias, ja, kann uns wieder das Restaurant kurz sehen. Das heißt Brutalisten. Dann sieht man, wie das aussieht. Und dann können wir nämlich darauf auch zurückgreifen. Da, genau. So sieht es aus. Da bin ich. Und das ist jetzt kein brutalistisches Gebäude an sich. Es ist aus dem Jahr 1926. Große Granitsteine. Aber die Einrichtung ist jetzt eher so, dass man sich da zwar wohl fühlt, aber auch nicht zu wohl fühlt. Deswegen haben wir zum Beispiel als Hauptbeleuchtung diesen tollen Dan Flavin, wo man hier ein Stück von sieht, an der Wand. Und der Dan Flavin besteht aus 5 Neonröhren, 2 rosa, 2 gelbe, eine grüne in der Mitte.
der macht so ein richtig knalliges Licht. Also sehr, eigentlich die Leute sehen krank aus, das Essen sieht krank aus. Wir müssen den also abstellen, sobald es richtig dunkel wird. Aber solange lassen wir den an, weil es ist ein bisschen Quälerei, ist natürlich auch damit verbunden. Das ist klar. Aber jetzt zurück zu, genau. Also ich habe einen Wissenschaftler getroffen, Adam H. Horowitz ist sein Name, der sich sehr für Träume interessiert. Und ich interessiere mich auch sehr für Träume. Ich habe verschiedene Betten gemacht in Ausstellungszusammenhängen. Und zu diesen Betten habe ich auch eine Zahnpasta entwickelt, die Insensatus heißt. Und mit dieser Zahnpasta, das war zumindest die Idee, mit der Zahnpasta kann man seinen Träumen eine Richtung geben. Kein Inhalt, aber eine Richtung. Also man putzt sich die Zähne vor dem Schlafengehen. Und die Zahnpasta, das ist ein Set eigentlich, besteht aus 4 verschiedenen Zahnpasten. Eine weiße, das ist der Aktivator, die dient dazu, dass man sich morgens, wenn man aufwacht, besser an seine Träume erinnern kann. Und dann gibt es 3 kleinere, rot, grün und blau. Und eine ist, dass man träumen kann wie eine Frau, eine ist, dass man träumen kann wie ein Mann, eine ist, dass man träumen kann wie ein Kind. Und dann kann man es natürlich mischen, je nach Gustus. Und ich fand das eigentlich eine tolle Idee, dass man denkt, anstelle von dem Maler, der da so sitzt in der Provence und hat vor sich so seine Palette mit den Farben und dann mischt er die, und dann malt er das Bild, das waren eigentlich auch immer nur Männer. So kann man jetzt mit der Zahnpasta gewissermaßen das Gleiche erreichen, indem man sich die Zähne putzt und dann anstelle von einem Bild produziert man einen Traum. Das war die Idee. Dann war das alles noch so ein bisschen prototypenmäßig, aber die Idee war schon mal ganz gut. Und dann kam Adam ins Spiel, weil Adam ist nämlich ein Traumforscher, der weiß alles über Träume und hat vor allem mit Dream Engineering gearbeitet, also wie man gewissermaßen Träume beeinflussen kann, wie man ihnen einen gewissen Inhalt geben kann. Und er hat in diesem Schlaflabor beim MIT da schon... Die Traumforschung ist eine ganz neue Sache in der Wissenschaft. Ich glaube, Schlafforschung gab es schon lange, aber Traumforschung war ja immer so eher sowas für Sigmund Freud und solche Leute. Aber das war richtige Wissenschaftler, die haben das eigentlich nicht angefasst, weil das war so ein bisschen persona non grata mäßig in dem Sinne von, dass es sowas von subjektiv ist, wie wir träumen, dass man das ja kaum reproduzieren kann. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, mit Wissenschaft, mit den Ceteris Paribus-Bedingungen und so, das ist ziemlich schwierig, da wiederholbare Ergebnisse zu erzielen. Aber dank seiner Kenntnisse und dank der Wissenschaft, die sich da in der letzten Zeit dann doch ganz gut entwickelt hat in diesem Feld, haben wir uns gedacht, wir wollen ein Hotel bauen oder machen. Und dieses Hotel soll eigentlich 7 Zimmer haben. Und diese 7 Zimmer sind darauf ausgerichtet, Träumen einen bestimmten Inhalt und auch einen bestimmten Erkenntniswert im Sinne von, dass man sich daran erinnern kann, aber dass sie sich auch manifestieren auf eine bestimmte Art und Weise, je nachdem, dass man ein solches Hotel konzipiert. Und haben da lange drüber gesprochen und darüber nachgedacht. Und dann haben wir gedacht, jetzt fangen wir mal an mit dem ersten Hotelzimmer. Und das wurde dann das Dream Hotel No. 1. Und das war jetzt auch hier eben in der berühmten Sommerausstellung in diesem Museum, wo wir uns gerade befinden. Das Bett sieht man jetzt da rechts oben. Und dieses Bett rechts oben stand, ich weiß nicht, wie viele das jetzt gesehen haben, die vielleicht in der Ausstellung waren, aber es stand auf 6 Beinen und konnte sich bewegen und in 6 Freiheitsgraden. Die Idee war, dass man sich in das Bett legt. Das Bett war in einem runden, vollkommen dunklen Raum. Hinter dem Bett befand sich eine Lampe. Die Lampe, es war eine Art von Laser, ja, nicht ein Strahl, sondern eine Art von, wie so eine Art von, also würde wie ein Strich, der durch den Raum ging. Und über dem Bett befand sich ein Fliegenpilz und der Fliegenpilz bewegt sich so, als würde er fliegen. Dadurch hängt an 3 verschiedenen Aufhängungspunkten und fliegt so über dem Bett. Und man liegt in dem Bett und schaut nach oben und sieht diesen fliegenden Fliegenpilz.
Gleichzeitig gibt es auch eine akustische Stimulation, eine Stimme, die sagt, dass man sich auch gedanklich darauf vorbereiten soll, an das Fliegen zu denken und vom Fliegen zu träumen. Und nicht nur vom Fliegen zu träumen, sondern auch vom Fliegen mit fliegenden Fliegenpilzen. Und das war so eine Art von Suggestion, aber gleichzeitig flog der Fliegenpilz über einem. Und interessanterweise hat das Bett dann auch wirklich dazu geführt, diese Bewegung von dem Bett, die wurden dann später nochmal aufgegriffen, weil der Schläfer, der dann in dem Bett war, der Schlaf wurde nicht gemessen, sondern erkannt durch eine Software, die dazu geführt hat, dass man sehen konnte, wo man gerade war in seinem Schlaf, wo in seinen verschiedenen Traumphasen. Und dementsprechend wurde das Bett dann wieder aktiv, während man schlief und fing an, sich genauso zu bewegen, wie es sich am Anfang bewegte, während man unter dem Pilz lag. Und hat auch die Bewegung des Pilzes nochmal aufgenommen. Also die Idee war wirklich mit ziemlich großem Einsatz und also technisch, aber auch das wirklich so gut wie möglich zu machen, eine Situation herzustellen, wo die Möglichkeit, dass man vom Fliegen träumt, dass die so hoch wie möglich ist. Und es hat unglaublich gut geklappt. Also wir haben, glaube ungefähr 300 Leute an dem Bett geschlafen, tagsüber 1 Stunde oder man konnte auch eine Nacht buchen, das waren natürlich nicht so viele. Und dann konnte man, wenn man wollte, seine Träume hinterlassen, also auf einer Website. Das haben dann auch einige gemacht, aber nicht mehr ganz so viele, vielleicht 40 oder so. Und von denen waren aber mehr als 80% haben irgendwie vom Fliegen geträumt. Einige von fliegenden Fliegenpilzen, die versucht haben zurückzuhalten, damit sie nicht davonflogen. Andere waren in den Pilzen drin und flogen. Andere hatten Flügel, die von dem Rücken wuchsen. Es war unglaublich. Und die Idee, dass man dieses andere Leben, über das wir schon vorher gesprochen haben, vielleicht das andere Leben, was wir nachts alle auch haben, wenn wir im Bett liegen und träumen, sind wir auch noch jemand. Aber es ist ja dann schnell weg am nächsten Morgen. Dieses Leben zu erleben, das war gewissermaßen der Versuch, den wir mit dieser Arbeit unternommen haben. Und wer es jetzt hier verpasst hat, in diesem unglaublichen robotischen Bett zu schlafen, wo ist die nächste Gelegenheit, Carsten? Die nächste Gelegenheit ist im Frühjahr, ich weiß nicht genau wann, in Arles, in der Luma Foundation, ja, wo es dann zum nächsten Mal gezeigt wird. Wo ja auch Arbeiten von dir im Park zu sehen sind. Wo auch Arbeiten von mir im Park zu sehen sind. Aber was interessant ist, ist, dass es eben ein Ausstellungsprojekt ist, aber es ist eben auch das Projekt eines Hotels. Und vor allem ist es ein wissenschaftliches Papier. Flying Dreams Stimulated by Targeted Movement and Sound, Art and Science in the Dream Hotel. Ich habe dieses lange Papier gestern Abend gelesen und man erfährt da unglaublich viele Statistiken auch. Und es hat ja zu einem wissenschaftlichen Papier geführt auch. Ja, das war natürlich immer mein Traum dann. Ich habe ja vorher gesagt, Kunst und Wissenschaft sind irgendwie vollkommen verschiedene Grundgesamtheiten. Stehe ich ja immer noch zu. Trotzdem, weil ich ja auch weil meine Herangehensweise die eines Double Clubs ist, eigentlich fast immer, als Apologet des Double Clubs oder wie man das nennt, bin ich natürlich daran interessiert, dann doch zu versuchen, daraus etwas zu machen, wo dann auch die Wissenschaft, weil jetzt war das hier in der Fondation Bayerle als Kunstobjekt mehr oder weniger, ein Kunstobjekt, was Träume produziert. Jetzt wollen wir aber auch die Wissenschaftler noch daran lassen und sehen, was sie damit machen können. Und das ist auch interessant in dem Sinne von, das gibt es ja eigentlich nicht, dass solche Kunstwerke auch dafür gemacht sind, dass sie wissenschaftliche Untersuchungen ermöglichen. Und da wird jetzt also eine Veröffentlichung, ist in Vorbereitung, die du da zitiert hast, die im American, wie heißt es jetzt, Journal of the, jetzt habe ich den Namen vergessen, American Psychologists Union oder so ähnlich veröffentlicht werden wird. Genau, und hier ist das erste Kapitel. Und damit gehen wir full circle, die Anfänge in der Wissenschaft, das wissenschaftliche Paper. Worüber wir aber unbedingt reden müssen, wir are running out soon out of time, wir wollten unbedingt über das Spielebuch reden. Und Spiele spielen ja eine große Rolle. Von Anfang an, wir haben ja zusammen an einem kleinen Spielebuch gearbeitet, an der Spiele in den 90er Jahren mit Walter König. Und das sind wirklich die allerersten Exemplare. Das Buch wird hier zum allerersten Mal in Rien gezeigt. Der Book Launch hat überhaupt noch nicht stattgefunden.
Und das ist ein großes Eine Buch. Weltpremiere gewissermaßen. Genau, es ist Spiele, mir ist das zum ersten Mal klar geworden, wie wichtig deine Spiele sind, wie wir zusammen in Island waren. Und da ist ja dieses Spiel entstanden in einem Bus in Island, was auch im Buch drinnen ist. Und das empfehlen wir sehr zu spielen. Das ist ein sehr aufregendes Spiel. Man kann nämlich viele dieser Spiele von Carsten kann man einfach so spielen, man braucht gar nichts dazu. Dinge, die man hat. Und ein besonders spannendes Spiel ist eben dieses Spiel, dass zwei Menschen, die sich gut kennen, wie nennt man das auf Deutsch, Mobile Phone, das mobile Telefon austauschen während 24 Stunden und alles beantworten. Aber das Spiel ist nicht in dem Buch drin, muss ich noch mal dazu sagen, bevor wir da weitergehen in diese Richtung, weil das war natürlich ein katastrophales Szenario. Das Buch, die Spiele in dem Buch sind alle ohne jegliches Material. Man kann Deshalb muss das rauskommen, weil es braucht ein Telefon und das geht nicht. Ja, das geht nicht. Also alle Spiele in dem Buch man braucht nichts, also gar nichts. Man braucht nur entweder sich oder jemand anderen, mit dem man spielen kann, ohne dass die andere Person weiß, dass man mit ihr spielt. Oder da gibt es verschiedene Gruppen. Also dann können es auch zwei sein, die spielen mit allen anderen, ohne dass die anderen wissen, dass man mit ihnen spielt. Die meisten Spiele sind ziemlich... es gibt da bösartige Spiele, es gibt auch wirklich vollkommen idiotische Spiele und leichtsinnige Spiele. Aber es gibt jetzt vielleicht nicht unbedingt die Spiele, die wir so alle kennen. Aber das Telefonspiel, also ist ja eigentlich, könnte man das vielleicht hineinnehmen, weil es ist ja so, dass man das Telefon wegtut. Also du hast mein Telefon genommen und ich habe dein Telefon genommen. Der Unterschied zwischen uns beiden war, dass Hans Ulrich viel besser ist mit solchen Telefongeschichten, zumindest damals, das war eine Zeit lang her. Und du hast es geschafft, an alle meine Kontakte eine einzige SMS zu schicken, nämlich das stand Hurricane. Und das war natürlich damals sein Schlagwort. Aber meine Mutter hat dann diese Nachricht bekommen und war hellauf aufgeregt und versuchte mich zu erreichen. Das ging aber nicht, weil er mein Telefon hat. Es hat zu verschiedensten Verwirrungen geführt, die wir natürlich alle immer sehr lieben. Und kannst du uns ein bisschen noch die Struktur des Buches erklären und vielleicht ein paar Beispiele geben zum Abschluss? Ja, also da sind so viele Spiele drin. Das sind 356 insgesamt. Und jedes Spiel hat immer eine Doppelseite. Und das ist mal das Einzige, wo kein Bild dabei ist. Das ist hier das Boy-Spiel, da kennt ihr vielleicht das Ja, 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 Nein, Nein, Nein sagen. Das heißt Josephine Boys, habe ich ein bisschen umgeschrieben. Es ist immer, der Text ist wichtig, aber dann gibt es auch das Bild. Zum Beispiel hier, das Spiel heißt Lästling. Da sieht man Salvador Dalí, wie er viel zu nah an Gloria Vanderbilt ranrückt und immer so ganz nah an ihr dran ist. Und dieses Spiel kann man dann auch in bestimmten Kontexten spielen, weil es gibt ja diese unglaublich interessanten Untersuchungen über die soziale Distanz. Man hat ja so, irgendwie fühlt man sich dann so, wenn man zu nah an jemanden dran ist, unangenehm. Aber bei diesem Spiel geht es darum, über diese verträgliche soziale Distanz etwas, aber nicht allzu sehr, darüber hinaus zu gehen. Also zu nah dran zu sein an jemanden, wenn man zum Beispiel mit jemandem spricht oder neben jemandem steht oder neben jemandem sitzt. Das ist eins von diesen Spielen. Also die meisten sind so in diese Richtung. Das war jetzt zufällig aufgeschlagen. Gibt es unrealisierte Projekte von dir? Wie du ja weißt, ist die einzige Frage in allen Gesprächen immer die Frage nach den unrealisierten Projekten. Und ich erinnere mich immer, dass du ein unrealisiertes Projekt hast im Zusammenhang mit Gruppenausstellungen. Das ist uns auch hier wieder eingefallen diesen Sommer, dass du irgendwie die Labels entfernen möchtest. Ja, also unrealisierte Projekte, eigentlich, glaube ich, gibt es die ja eigentlich nicht. Also genauso wie es auch keine Wünsche gibt, die nicht wahr werden. Alle Wünsche werden wahr. Und da kann man manchmal gar nichts dran machen. Das ist einfach so. Man kann nicht sagen, dass sie nicht wahr werden. Das geht nicht. Es gibt immer eine Wahrheit, also im Sinne von, dass es sich irgendwie dann doch realisiert auf eine bestimmte Art und Weise, die auch sowas von hintenrum sein kann, dass man gar nicht mehr weiß, wie man da überhaupt hingekommen ist. Aber unrealisierte Projekte, wenn es unrealisiert ist, ja, und ich will es machen, dann werde ich versuchen, es zu machen. Und alle meine Projekte sind entweder unrealisiert oder keins von ihnen. Das ist irgendwie schwierig zu sagen. Es ist ja keine absolute Stellungnahme, es ist eine quantitative Geschichte.
Also zum Beispiel kann ich sagen, ich habe ein paar Rutschbahnen gebaut oder einige inzwischen sogar. Und von diesen Rutschbahnen war immer die Idee, und deswegen ist es eigentlich ein unrealisiertes Projekt, dass die Architekten dieser Welt die Idee aufgreifen sollten, Rutschbahnen zu verwenden in ihren Gebäuden anstelle von Treppen und Rolltreppen und Aufzügen. Aber hat das irgendein Architekt mal gemacht? Eigentlich so gut wie gar nicht, weil die denken immer, alle Leute denken, Rutschbahnen sind für Kinder. Und ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Aber nur um zu sagen, dass es eigentlich unrealisiert ist, weil ich mache immer nur so Prototypen und möchte eigentlich, dass es aufgegriffen wird. Aber dann werden es auf einmal Kunstwerke und dann geht es nicht mehr, weil es dann mit meinem Schaffen verbunden ist und dann hat es dann nicht mehr diese Neutralität, die es vielleicht dazu bräuchte. Aber zurückzukommen auf was du gerade gesagt hast, du hast ja mit Rirkrit und wer war da noch? Molly Nesbitt Utopia Station. Utopia Station gemacht. Das war eine Ausstellung. Und Elena Filipovic, genau, Elena hat daran mitgearbeitet. Ja, genau. Das war ihr 4 oder waren da noch mehr? Das ist ja schon ja, eine und Zeit dann lang an die 100 Künstlerinnen. Und Künstler. Genau, und dann war eine große Ausstellung und dann ging es ja um Utopien. Und ich dachte, die beste Utopie wäre eigentlich dass diese Ausstellung keine Namen mehr bräuchte und dass die Künstlernamen also wegfallen würden und auch die Kuratorennamen, dass wir die jetzt nicht mehr bräuchten. Problem war nur, die Idee ist mir ein bisschen zu spät eingefallen. Da waren also alle schon mit dabei im Boot. Ich habe es dann noch versucht, dich zu überzeugen und du warst auch sehr für die Sache, aber es ging halt nicht mehr. Das wäre mal eine Sache, die würde ich gerne machen. Eine groß angelegte Ausstellung, wo man einfach nicht weiß, wer für was steht. allerletzte Frage ist, du wolltest uns heute Abend nicht nur über viele Experimente erzählen, über unrealisierte Projekte erzählen, du wolltest auch über unbekannte Arbeiten reden. Und da gibt es eine Arbeit, mit der wir vielleicht hier enden können, unser Gespräch, die ich auch wirklich nicht kannte und die total spannend ist. Die hast du 1994 gemacht im MoMA PS1. What is Art, what is Love, what is Money? Das haben wir jetzt, da fiel uns vorhin ein, habe ich jetzt leider gar nichts zu und da gibt es bestimmt auch nichts im Internet zu. Aber es war diese Ausstellung PS1 1994 und mein Beitrag bestand aus einem Telefon und einem Anrufbeantworter. Nee, also das ist das Spielbuch. Was an der Decke befestigt war, also so wie das, früher hatte man immer Anrufbeantworter, so einer von denen und ein dazugehöriges Telefon, Marke Panasonic. Und dann bin ich in New York rumgegangen und da waren diese es waren ja keine Zellen, sondern es waren diese Muscheln gewissermaßen, in denen sich die Telefone befanden und habe dort Zettel befestigt, dass man eine Toll-Free-Nummer, also eine Gratis-Nummer anrufen könnte und dann einen bestimmten Text, einen kurzen Text, entweder über Kunst oder über Liebe oder über Geld dazu geschrieben und mit der Bitte, sich dazu zu äußern. Und diese Texte waren relativ, ich sage jetzt mal, die hatten etwas Provokatives, vielleicht das falsche Wort, aber die waren doch ziemlich hart und auch um eine Reaktion zu provozieren. Und das war wirklich fantastisch, weil die Leute haben angerufen und waren zum Teil auch wirklich erbost über das, was ich da geschrieben hatte. Und in der Ausstellung ging man rum, dann klingelte auf einmal das Telefon und denkt man, was ist denn das? Und dann guckt man hoch und dann sieht man das Telefon und dann geht der Anrufbeantworter los und dann hört man die Leute, wie sie anfangen zu schimpfen. Und das war eine Arbeit, die, glaube ich, sehr gut funktioniert hat, weil sie einfach tatsächlich in dem Moment stand da jemand und war wirklich erbost über das, was ich geschrieben hatte. Aber man wusste ja gar nicht, was ich da geschrieben hatte. Also ich wusste es, aber die Leute in der Ausstellung dachten nur, was ist denn das, was passiert da oben? Solche Sachen finde ich sehr interessant. Das Problem mit unseren Gesprächen ist ja immer, dass sie eigentlich nie aufhören, weil es gibt noch so viel mehr zu besprechen. Jetzt ist mir gerade noch eine allerletzte Sache eingefallen. Wir haben über vieles gesprochen, aber wir haben noch nicht über Architektur gesprochen. Und eine andere Dimension, die weniger bekannt ist in deiner Arbeit, ist, dass du ja auch Architektur machst. Du hast ein Haus zusammen mit Marcel Odenbach entwickelt in Ghana. Es gibt ein Projekt für ein Frisbee-Haus
Du hast ein noch nicht völlig realisiertes Projekt jetzt in Italien, was architektonisch ist. Dann gibt es diese Idee mit Filippa Reno, ein von Rückzugsmodell für Künstler und Künstlerinnen. Kannst du uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen dazu was sagen? Carsten Höller als Architekt. Ich glaube, da jetzt im Unterschied zur Wissenschaft ist der Übergang fließend. Weil, und das hängt damit zusammen, dass ich nicht unbedingt so sehr glaube an das repräsentative Kunstwerk, was für etwas steht. Wir gucken alle dahin, aha, okay. Und das ist jetzt, vielleicht können wir das auch wieder wegmachen, weil sonst hört mir niemand zu. Vielleicht das Haus in Ghana ist ja da, können wir das? Das Haus in Ghana, meinetwegen, das können wir machen. Aber das ist ja jetzt richtige Architektur. Ich denke, als Künstler interessiert mich die Idee, dass ich, ja, ihr habt das wahrscheinlich jetzt gemerkt, mich interessiert ein experimenteller Ansatz, aber nicht ein experimenteller Ansatz, so wie ihn der Wissenschaftler hat, der dann versucht, Daten zu sammeln und diese Daten dann zu einem Ergebnis zu formulieren, sondern ein experimenteller Ansatz ohne Wissenschaftler, ohne überhaupt jemanden, der da Daten sammelt, sondern die Daten, falls man das nennen kann, in Form von Erfahrungen werden von dem oder derjenigen gesammelt, die sich dann in diesem Moment befinden. Und oft möchte ich dann Sachen machen, die, ich nenne das Influential Environments, also Umgebungen, die einen gewissen Einfluss ausüben, den man nicht anders vermitteln kann, außer sich dorthin zu begeben und sich dem auszusetzen. Das kann das Baudouin-Experiment sein, worüber wir gesprochen haben, aber das können auch diese Rutschbahnen sein zum Beispiel. Das geht ja nicht, dass man sich das nur vorstellt, das geht auch. Aber das ist nochmal was anderes, wenn man sich darin befindet und sich dann also Zustände empfindet, die ein Resultat sind von dieser Umgebung, die eigentlich für den Körper geschaffen wurde. Und deswegen ist der Weg von einem solchen nicht nur repräsentativen Kunstobjekt, was zum Beispiel in Form einer Skulptur oder eines Bildes oder auch Films meinetwegen an der Wand hängt oder im Museum steht, zu betrachten ist, zu einer Architektur eigentlich total fließend, denke ich. Also da gibt es keinen Grund, da irgendwo aufzuhalten und zu sagen, jetzt bin ich ja auf einmal Architekt geworden. Aber jetzt bei dem Haus in Ghana ist es natürlich jetzt ein richtiges Haus was auf Stelzen steht. Und das war einfach nur, du kennst ihn ja, Marcel Odenbach und ich hatten diese Idee, wir bauen da ein Haus. Und dann dachten wir bauen in das Haus und wir rauchten Zigaretten in dieser Zeit, Filterzigaretten. Und dann haben wir ein Paket Filterzigaretten genommen, das auf den Tisch gelegt und das andere da drüber. Und dann gab es so eine Art von Kreuz und dann haben wir gesagt, so bauen wir das Haus. Und so ist es dann auch geworden, nur dass das untere Zigarettenpaket aus Säulen besteht, aus Pfeilern gewissermaßen und oben dann die eigentliche Hausfläche ist. Und das hat sich als sehr praktisch erwiesen, weil es ist in Ghana, es ist warm und da zieht dann die Luft durch. Wir brauchen kein Air Conditioning, ist wunderbar. Die Mücken haben auch schwer da hochzufinden und die Schlangen natürlich auch. Also das war eigentlich in dieser Hinsicht, manchmal ist es gut, wenn man nicht unbedingt so daherkommt und hat schon eine ganz lange Geschichte als Architekt hinter sich. Das Haus ist echt gut gelungen, finde ich, muss ich schon sagen. Und das Frisbee-Haus ist eigentlich eine Spielarchitektur? Ja, das Frisbee-Haus, da geht es um Osmose eigentlich, weil es ist Können wir das finden auf Google, das Frisbee-Haus? Ein Zelt, eine zeltartige Struktur. Ich glaube, das muss man auf Englisch schreiben, Frisbee-Haus, weil das war, ja, genau, da oben das Weiße. Das ist eine Art von Zelt mit Löchern drin und dazu gibt es einige 100, glaube ich, Frisbees, die man entweder in das Haus hineinschießen kann oder aus dem Haus herausschießen kann. Also da ändert sich die Form des Hauses im Sinne von, dass es einen osmotischen Austausch mit der Umgebung gibt. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Carsten, 1000 Dank. Danke Ihnen fürs Kommen. Danke fürs Kommen.